Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fußt und Thorsten Schröder. Und schön, dass Sie dabei sind. Einen guten Abend. Schönen guten Abend. Für seine inhaltlichen Vorschläge in der Migrationspolitik bekommt Friedrich Merz durchaus viel Zustimmung, wie uns gleich hier in der Sendung auch die Zahlen im neuen Deutschland-Trend zeigen. Doch als der Kanzlerkandidat und Fraktionsvorsitzende der Union gestern dazu einen Antrag im Bundestag stellte und für eine Mehrheit bewusst Stimmen der in Teilen rechtsextremen Partei AfD in Kauf nahm, war der Aufschrei groß. Von seinen politischen Gegnern, aber auch aus der eigenen Partei. Die prominenteste Stimme, Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Paukenschlag, so kurz vor dem Wahltermin. Doch ob der auch an der CDU-Basis nachhalt? Das schauen wir uns gleich an. Zuerst zeigt uns Iris Seiram die Reaktionen aus Berlin. Merkel und Merz, beide haben eine gemeinsame Geschichte, keine gute. Und nun meldet sich ausgerechnet die Altkanzlerin zu Wort, ebenfalls nicht im Guten. November. Friedrich Merz macht SPD und Grünen ein Angebot. Bei noch anstehenden Abstimmungen sollte vermieden werden, dass hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Mit denen der AfD. Das galt bis gestern, als die Union mit Stimmen der AfD und FDP eine Verschärfung der Migrationspolitik beschließt. In einem Antrag, rechtlich zwar nicht bindend, aber, Zitat Merkel, für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen. Und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen. Heute Demos vor der CDU-Zentrale. In der CDU aber gibt es Zustimmung. Dresden am Abend. Friedrich Merz wird von Parteifreunden gefeiert. Friedrich Merz hat so kluge, ausgearbeitete, rechtlich fundierte Punkte ausgearbeitet. Es ist richtig, dass wir die zur Abstimmung stellen. Merz macht für das Erstarken der AfD nicht nur die aktuelle Bundesregierung verantwortlich. Er geht noch weiter. SPD und Grüne repräsentierten zudem nicht mehr die Mehrheit in der Bevölkerung. Diese beiden Parteien sind mittlerweile eine kleiner werdende gesellschaftliche und politische Minderheit. Schon morgen wird die Union möglicherweise wieder mit der AfD abstimmen. Dieses Mal geht es sogar um ein verbindliches Gesetz, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. Aus unionsgeführten Ländern gibt es Gegenwind. Der Berliner Senat wird niemals seine Zustimmung im Bundesrat zu Gesetzen geben, die mit der Mehrheit oder von einer Abhängigkeit der AfD eine Mehrheit bekommen haben. Parallel debattieren die Abgeordneten ausgerechnet heute, ob parteiübergreifend der Bundestag einen Verbotsantrag gegen die AfD beim Bundesverfassungsgericht einbringen sollte. Ja, es ist ein scharfes Schwert. Es ist vielleicht sogar der letzte Schritt. Aber ich frage mich, was muss noch passieren? Wie viel weiter muss sich diese Partei radikalisieren, die offen von Remigration richtet, bis wir bereit sind, diesen Schritt zu gehen? Der Verbotsantrag hat keine Mehrheit. Ohnehin würde diesem Antrag ein jahrelanger Gerichtsprozess folgen. Er könnte weder die AfD für diese Wahl von den Stimmzetteln verschwinden lassen, noch die Überzeugung ihrer potenziellen Wähler.